In diesem Video, wie man eine Zitronenpresse dreht und dann auch ausschneidet. Wir beginnen wie immer mit dem Wiegen und auf meinem klugen Zettel steht 450 Gramm. Heute nehmen wir aber 500, da die Leute gern mehr als nur eine Zitrone pressen wollen, damit es vielleicht auch für eine Orange reicht. Beim Ton empfehle ich auch wieder etwas mit Zement feiner Schamotte, da wir ähnlich wie bei der Flasche den Fall haben, dass wir den Ton in der Mitte der Zitronenpresse wieder zusammendrehen müssen und das kann zu Rissen führen, zumindest zu Spannung. Auch werden wir relativ große Wandstärken benötigen und da ist einfach ein zementfein schamottierter Ton besser geeignet. Aber müsst ihr ausprobieren, wenn es ohne Schamotte geht, macht es ohne. Wir drehen erstmal runter bis auf die Scheibe, das Loch, und ziehen es ungefähr auf Tassenwandstärke raus. Und jetzt beim Abstechen oder beim Teilen des Tones lassen wir in der Mitte 2/3 stehen und nur 1/3 außen. Denn hier dieses Teil, was die Zitrone ausdrückt, das muss in der Wandstärke ziemlich dick sein, denn wir wollen ja später hier noch die Rillen hineinmachen. Denkt einfach daran, wenn ihr jetzt hier so den Ton zusammenfasst, dann wird das Material von alleine stärker, weil ihr es ja zusammenschiebt. Und von daher reicht es dann, wenn es gleichmäßig von unten bis oben, ich sag mal wenigstens 5-6 mm dick ist. Hier oben, dass das so wackelt, das stört mich nicht. Das fasse ich jetzt einfach zusammen und drücke es mir ab. Und schon habe ich den mittleren Teil eigentlich geformt. Ich drücke jetzt hier oben nochmal extra die Spitze, damit sich der Ton gut wieder verbindet. Ein wenig glätten mit der Schiene. Und schnell noch den Teller. Hier unten etwas drücken, das ist nun unser Boden, das war jetzt das Bodenverdichten. Ich drücke dann mit dem kleinen Finger hier drunter, um wieder etwas Angriffsfläche zu bekommen und kann jetzt einen Zangengriff machen, die linke Hand unterstützt. Und jetzt wird der Saftaufhänger gedreht. Das mache ich hier mit dem kleinen Finger. Ich drücke wieder ein ganzes Stück drunter und der kann ruhig etwas größer werden. Die Leute wollen, wie gesagt, lieber etwas, was viel Saft auffangen kann, damit man eben auch mal eine Orange ausdrücken kann. Abstechen, außen etwas den Schlicker entfernen. Jetzt drücke ich unten eine schöne Biegung noch hinein. Nochmal oben den Rand ein bisschen drücken. Wasser raus und soweit bin ich mit dem Drehen eigentlich fertig. Fehlt die Schnaube. Schön die scharfe Kante lassen. Kommen wir zum Abschneiden. Da ich wie gesagt keine Butts benutze, mache ich das mit einem Teigschaber. Ich mache Wasser auf die Scheibe und ziehe mit dem Draht das Wasser
unter der Zitronenpresse durch. Die Stelle, wo der Draht rauskam, drehe ich nach rechts, nehme mir den Teigschaber, mache nochmal Wasser an die Kante, Wasser auf den Teigschaber. Jetzt lupfe ich es nur leicht an, gehe mit dem Zeigefinger, dem linken drunter, halte fest, kann den Schaber ganz drunter schieben und nun die Presse von der Scheibe abheben. Kommen wir zum ungewohnten Teil. Ich benutze die Renderscheibe, da habe ich hier so Markierungen drauf, kann man immer brauchen. Der Ton ist noch sehr weich und was ich jetzt mache, ist eigentlich so ein Zwischenschritt. Ich nehme ein Modellierholz und ja, ich drücke die ersten Rillen eigentlich hier nur hinein. Und es ist durchaus gewollt, dass sich der Ton mehr auch nach innen verschiebt, um später einfach mehr Wandstärke an diesen Stellen noch zu haben. Ich mache jeweils über Kreuz, also 4 Linien bis ganz nach oben. Jetzt jeweils in der Mitte, aber nicht bis ganz oben. Und dann noch jeweils die Mitten da dazwischen auch wieder bis so weit, dass sich die Linien nicht berühren. Das ist so das Muster, was sich ganz gut verkauft. Die Leute erwarten das. Ich habe viele Designs probiert, andere funktionieren auch, aber die Leute haben bestimmte Erwartungen und wenn man sie nicht erfüllt, dann verkauft sich's schlecht. Ja. Und jetzt standen sie eigentlich noch mal länger und wir können uns mal um den Henkel kümmern. Es ist nun möglich, dass ich deute das jetzt noch mal so an, hier an diese Stelle so einen Bandhenkel mache, aber es ist etwas im Weg, wenn ich auspresse und ja, in der täglichen Handhabung nicht so gut. Ich löse das, indem ich jetzt hier so eine kleine Tonkugel platt drücke und mit Schlicker am Rand gegenüber vom Ausguss fest modelliere. Einfach hier so anrubbeln und schön mit dem Rand überall verstreichen. Das ist dann ein Kompromiss aus noch anfassen können, ausgießen können, aber dass es nicht so schnell kaputt geht im täglichen Gebrauch, ob es im Geschirrspüler ist oder beim in den Schrankräumen aus dem Schrank hinausnehmen, damit es später vielleicht etwas griffiger wird, können wir hier noch mit dem Modellierholz einige Rillen hineinmachen. Und nun der Teil, wo es wirklich knifflig wird. Ich benutze am liebsten eine eckige Schlinge und jetzt könnt ihr euch entscheiden, entweder ihr macht es in der Hand oder auf der Scheibe. Zuerst prüft ihr, wie dick der verfügbare Ton ist und jetzt könnt ihr mit beiden Händen hier arbeiten. Seht zu, dass ihr die Hand mit der Schlinge nah an den Körper bringt. Und ihr müsst auch für euch herausfinden, in welchem Zustand der Ton für euch am besten ist. Wenn es noch etwas weicher ist, habt ihr den Vorteil, dass ihr auch, wenn ihr mal durchstecht, von innen noch was dagegen kleben könnt. Ich mache das jetzt mal hier im Schnelldurchlauf.
Ich bin hier nicht sehr geübt. Es ist eine meditative Arbeit und ihr könnt, ja, macht so doll ihr wollt. Ich sage euch, ihr werdet niemals fertig. Ich bin zum Glück selbstständig und setze mir eine gewisse Zeit. Und wenn die ist, dann muss es einfach fertig sein. Zum Schluss verputzt ihr das Ganze noch und dann ist eigentlich die Zitronenpresse soweit fertig. Achtet vielleicht beim Glasieren darauf, dass ihr die entscheidende Stelle, wo der Saft rausgedrückt wird, nicht zu dick glasiert wird, dass scharfe Kanten erhalten bleiben.